Das weiße Licht der Morgendämmerung filterte sanft durch das Blätterdach der Mopanebäume und tauchte die Gegend um die Skukuza-Ranga-Station in ein wunderschönes, ruhiges Licht. Die Tautropfen, die noch auf dem grünen Gras lagen, glitzerten im Sonnenlicht und erzeugten die vertraute Klarheit des weiten Krugerwaldes. Evan, ein amerikanischer Tourist, mietete sich frühmorgens ein Fahrrad, um die sichere Gegend in der Nähe der Ranga-Station zu erkunden. Er radelte gemächlich inmitten des Vogelgezwitschers, genoss die frische Luft und entdeckte einige interessante natürliche Perspektiven. Evan ahnte nicht, dass diese friedliche Fahrradtour bald die unvergesslichste seines Lebens werden würde. Als er sich durch das herabgefallene Laub wandte, sah Evan plötzlich ein großes Objekt, das den Weg vor ihm versperrte. Er bremste ab, weil er dachte, es handle sich lediglich um einen morschen Baumstamm, der vom Regen der vergangenen Nacht umgestürzt war. Doch das gelbbraune Fell, vermischt mit dem Staub, ließ ihn ahnen, dass etwas nicht stimmte. Evan hielt den Wagen an, beugte sich vor, um genauer hinzusehen, und zuckte vor Schreck zusammen. Mitten auf der verlassenen Straße lag eine ausgewachsene Löwin regungslos da, als hätte sie all ihre Kraft verloren. Was noch schockierender war, sein Körper war mit Hunderten von Bienen bedeckt, die dicht und schwarz auf seinem goldenen Fell saßen. Das dichte Summen der Bienen umgab Evan und ließ ihm vor Angst die Haare zu Berge stehen. Er stand da, wie erstarrt, gleichermaßen entsetzt und voller Mitleid mit dem jämmerlichen Geschöpf vor ihm. Evan wich panisch mehrere Schritte zurück, sein Herz hämmerte so heftig, dass er es in den Ohren hören konnte. Er fürchtete, der Löwe könnte vor Schmerzen aufstehen und aus seinem Jagdinstinkt heraus angreifen. Bei genauerer Betrachtung bemerkte er jedoch, dass seine Atmung so schwach war, dass es fast keine Kraft mehr hatte zu reagieren. Evan rannte auf einen nahegelegenen Hügel, um eine sicherere Sicht zu haben, und versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren. Obwohl er versuchte, sich zu beruhigen, zitterten seine Hände noch immer vor Schock über den schrecklichen Anblick. Das Herumfliegen der Bienen erzeugte einen chaotischen Lärm, der es ihm noch schwerer machte, ruhig zu denken. Ihm war klar, dass der Löwe an einem toxischen Schock und Erschöpfung sterben könnte, wenn er sie nicht sofort warnte. Evan holte ein paar Mal tief Luft und öffnete sein Handy, um nach einem Ort mit besserem Empfang zu suchen, von dem aus er die Ranga anrufen konnte. Er versuchte, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, zitterte aber dennoch, als er den Zustand des armen Löwen beschrieb. Der Löwe lebt noch, ist aber komplett mit Bienen bedeckt. Ich fürchte, er wird es nicht schaffen, sagte er eindringlich. Die diensthabenden Mitarbeiter baten ihn, einen sicheren Abstand zu halten und sicherzustellen, dass niemand versehentlich in die Gefahrenzone gerät. Evan stimmte sofort zu und wartete ängstlich auf das Eintreffen der Ranga, wobei ihn ein Gefühl der Beklemmung überkam. Nur 15 Minuten später hielt ein weißer Ranga-Pickup, dessen Reifen den für Kruger typischen roten Staub aufwirbelten. Zwei erfahrene Ranga, Rian und Mandla, stiegen in voller Schutzausrüstung gegen afrikanische Wildbienen aus dem Auto. Sie näherten sich und erkannten schnell den kritisch gefährdeten Zustand des Löwen, der mitten auf der Straße lag. Rian bereitete sogleich das Betäubungsgewehr mit der passenden Dosierung für große, aber erschöpfte Tiere vor. Mandla setzte Rauch ein, um die Bienen zu verscheuchen, die sich an Rücken und Nacken des Tieres festklammerten. Sie baten Evan, 20 Meter Abstand zu halten, um Gefahren durch die Bienen und auch durch den Löwen zu vermeiden, falls dieser zucken sollte. Mit einem präzisen Schuss durchbohrte der Betäubungspfeil leicht die Schulter des Löwen, wodurch dieser allmählich in einen sicheren Zustand sank. Mandla versprühte dichte Rauchschichten, was dazu führte, dass sich die Bienen zu zerstreuen begannen und ihre Aggressivität deutlich nachließ. Sie spannten gelbes Warnband, um die Straße abzusperren und andere Touristen davon abzuhalten, sich dem Gefahrenbereich zu nähern. Ein anderer Ranga kontaktierte die Station, um den Notfall zu melden und die Einrichtung eines speziellen Behandlungsbereichs zu erbitten. Als sich der Bienenschwarm aufgelöst hatte, zeigte sich, dass das Fell des Löwen mit Hunderten von schmerzhaften roten Quaddeln bedeckt war. Rian und Mandla näherten sich, um den genauen Zustand des bewusstlosen Löwen mitten auf der verlassenen Straße zu überprüfen. Sein Fell war mit Honig, Schmutz und unzähligen Stichen bedeckt, die seine Haut an großen Stellen rot und geschwollen machten.
Evan stand in einiger Entfernung und beobachtete das Geschehen. Er konnte immer noch nicht glauben, dass er Zeuge eines so seltsamen Vorfalls wurde. Ryan legte seine Hand auf die Brust des Tieres, um zu prüfen, ob es atmete und ob es angesichts der schieren Anzahl der Bienen unter Schock stand. Sie öffneten die Spezialtrage und stellten sie beiseite, um den Löwen mit gleichmäßiger und sicherer Kraft anheben zu können. 3 Personen hoben das mehrere hundert Kilogramm schwere Tier mit äußerster Vorsicht auf die Trage. Der Löwe wurde in ein Rettungsfahrzeug mit weicher Polsterung umgesetzt, um die Schmerzen in den gestochenen Bereichen zu lindern. Das Auto raste sofort zum Skukuza Wildlife Rescue Center, um die Patienten behandeln zu lassen. Auf der Station standen Tierärzte mit entzündungshemmenden Medikamenten, Infusionslösungen und Notfallausrüstung bereit. Sie reinigten den Körper des Löwen, verabreichten ihm Schmerzmittel und gaben ihm Injektionen zur Unterstützung des Kreislaufs, um seinen Zustand zu stabilisieren. Nach der Erstversorgung wurde der Löwe in ein geräumiges, naturnahes Gehege hinter dem Rettungszentrum verlegt. Das Gebiet verfügt über grünes Gras, schattenspendende Bäume und eine natürliche Umgebung, die dem Tier hilft, im vertrauten Raum seiner Art zu erwachen. Rund um den Käfig sind Überwachungskameras installiert, um jede seiner Bewegungen zu überwachen. Evan stand außerhalb des Zauns und ließ das Tier, dem er an diesem Morgen zufällig begegnet war, nicht aus den Augen. 2 Stunden später begann der Löwe zu blinzeln und versuchte, den Kopf zu heben, obwohl er noch sehr müde war und Schmerzen hatte. Die Ärzte stellten ein Tablett mit frischem Fleisch in der Nähe auf, damit es fressen konnte, sobald es sich stark genug fühlte, aufzustehen. Nach einer Weile gelang es ihm, sein Maul näher an die Fleischschale zu bewegen und ein paar kleine Stücke zu fressen. Die Ärzte untersuchten die am stärksten geschwollenen Stellen weiterhin und behandelten sie mit Medikamenten. Innerhalb von 3 Tagen erholte es sich allmählich, konnte wieder leicht gehen und reagierte nicht mehr so stark auf Schmerzen wie zuvor. Am Ende des 3. Tages bestätigte das Team, dass es uneingeschränkt bereit war, in die Wildnis zurückzukehren. Ranger bereiten große Transportkäfige vor, um eine absolut sichere Freilassung des Löwen zu gewährleisten. Sie betäubten es erneut leicht, um Stress während der langen Reise zu vermeiden. Der Löwe wurde in einen stabilen Metallkäfig gesetzt und das Schloss sorgfältig überprüft, bevor er in das Fahrzeug verladen wurde. Evan dürfte dem 2. Konvoi folgen und dessen Rückweg in den tiefen Wald miterleben. Der Konvoi setzte sich in der hellen Mittagssonne in Bewegung und fuhr in die südliche Wildnis. Die Straße, die tief in den Urwald südlich des Kruger Nationalparks hineinführte, ließ Evan die wilde Schönheit noch deutlicher spüren. Das Auto kam in einem Gebiet neben dem Sabi-Fluss zum Stehen, wo der Löwe vor dem Unfall gelebt haben soll. Die Ranger errichteten einen provisorischen Zaun, um den Löwen zu schützen, während sie die Öffnung seines Käfigs vorbereiten. Ryan öffnete vorsichtig den Riegel und trat dann zurück, um zu warten, bis das Tier aus der leichten Narkose erwachte. Ein paar Minuten später öffnete der Löwe langsam die Augen und kam aus dem Käfig. Er sah immer noch müde aus. Es verharrte einige Sekunden lang still und atmete tief die vertraute Luft des Landes ein, dem es einst gehört hatte. Der Waldwind schüttelte sanft sein Fell, als wolle er seinen Überlebensinstinkt erwecken, der mehrere Tage lang geschlummert hatte. Der Löwe drehte den Kopf und blickte Evan und die Ranger an, als wollte er ihnen stumm danken. Es stieß ein leises Knurren aus und verschwand im Gebüsch, im weiten Grün des Kruger Nationalparks. Mandler überprüft das temporäre GPS-Signal noch einmal, um sicherzustellen, dass es sich innerhalb seiner natürlichen Reichweite befindet. Die Gruppe blieb stehen und beobachtete, bis kein Geräusch mehr zu hören war. Evan kehrte in die Sicherheit der Rangerstation zurück, als die Nachmittagssonne den Krugerwald in ein warmes Gelb tauchte. Sein Herz klopfte ihm noch immer bis zum Hals, als er sich an den Moment erinnerte, als er den bienenbedeckten Löwen zum ersten Mal sah. Aus der scheinbar gewöhnlichen Reise wurde ein Erlebnis, das seine Sicht auf die Natur veränderte.